Krone hat bekanntlich sein komplettes Containerchassis-Portfolio überarbeitet, und zwar mit dem Fokus auf Leichtbau mit dem Feinkornbaustahl S700. Dennoch hat dieser gute alte eLTU6 mit deutlich mehr Speck an den Hüften auch heute noch seine Daseinsberechtigung, und zwar für den grenzüberschreitenden Verkehr. Nur der TU6 ist in der Lage, im Hafen den schweren 20er mittig aufzunehmen, mit Top-Druck auf der Triebachse zum Kunden zu fahren und erst dort das Chassis zur heckbündigen Entladung des Containers zusammenzuschieben. Wie macht er das und worauf ist zu achten? Der Krone eLTU6 hat 3 verschiedene Radstände, die durch das Verschieben des oberen Rahmens mittels der Zugmaschine eingestellt werden. In dem hier gezeigten kürzesten Radstand erfolgt die Leerfahrt und der Transport eines heckbündig gestellten 20-Fuß-Containers, hier angedeutet durch das rot-weiße Flatterband. Um diesen Container nun mittig fahren zu können, muss dafür das Chassis auseinandergezogen werden. Voraussetzung dafür ist der gesteckte EBS-Stecker und die an der Zugmaschine eingeschaltete Zündung. Erst dann kann das System am Drehtaster 1 freigeschaltet und muss dafür mindestens 2 Sekunden gehalten werden. Danach kann über Schalter 2 das Chassis pneumatisch entriegelt werden. Wenn sich die Fahne im gelben Langlochbereich befindet, ist das Chassis entriegelt. Vor dem Verfahren des Chassis muss natürlich das Dreiachsaggregat mittels der Feststellbremse fixiert werden. Dann zieht das Fahrzeug das Chassis nur kurz in Richtung Mittelstellung, wird dann erneut pneumatisch verriegelt und kann so automatisch in der Fahrstellung 20 Fuß mittig einrasten. Das Einrasten der pneumatischen Verriegelung kann man daran erkennen, dass das Chassis einen leichten Knicks macht. Aber dennoch solltet ihr zwingend auch visuell kontrollieren, ob die Fahne wieder im grünen Bereich steht. Denn wenn nicht, könnte das Chassis komplett auseinandergezogen werden und der Container würde ungewollt deutlich tiefer gelegt. Das Ende einer sehr kurzen und ebenso teuren Dienstfahrt.